Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hey Ben, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Besonderes sprechen. Ich möchte erzählen, wer mein Vorbild ist. Hast du ein Vorbild? Ja, das habe ich. Ich habe ein Vorbild in meinem Leben. Ich denke, das ist ein tolles Thema, über das man sprechen kann. Das ist wunderbar. Ich höre gerne von deinem Vorbild. Wer ist dein Vorbild, Ben? Mein Vorbild ist mein Vater. Er ist ein netter und fleißiger Mann. Er hilft immer anderen und arbeitet hart für unsere Familie. Das ist sehr schön. Was macht dein Vater beruflich? Er ist Lehrer. Er unterrichtet Mathe an einer örtlichen Schule. Er liebt seinen Job und hilft jeden Tag vielen Schülern. Das ist wirklich gut. Ich bewundere Lehrer sehr. Sie helfen uns zu lernen und zu wachsen. Ja, da stimme ich zu. Mein Vater ist nicht nur ein guter Lehrer, er ist auch ein guter Mensch. Er lächelt immer und ist geduldig mit allen. Das gefällt mir an ihm. Geduld und Freundlichkeit sind sehr wichtige Eigenschaften. Das sind sie. Mein Vater engagiert sich auch am Wochenende ehrenamtlich. Er hilft in einem Gemeindezentrum und gibt kostenlose Kurse für Kinder. Oh, das ist erstaunlich. Er gibt so viel seiner Zeit, um anderen zu helfen. Ja, das tut er. Ich lerne viel von ihm. Er zeigt mir, dass es wichtig ist, hart zu arbeiten und freundlich zu sein. Ich möchte auch so sein. Mein Vorbild ist meine ältere Schwester, Emily. Sie ist sehr anders als dein Vater, aber ich bewundere sie sehr. Das ist interessant. Erzähl mir mehr über deine Schwester. Emily ist Krankenschwester. Sie arbeitet in einem geschäftigen Krankenhaus. Ich bewundere sie, weil sie sehr fürsorglich und mutig ist. Krankenschwestern sind sehr wichtig. Sie helfen Menschen, wenn sie krank sind, und bringen sie zum Gesundwerden. Ja, genau. Emily erzählt mir immer Geschichten über ihre Arbeit. Manchmal ist es hart und sehr hektisch, aber sie liebt es, ihren Patienten zu helfen. Ich finde es wunderbar, dass sie ihren Job so liebt. Es ist nicht einfach, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Nein, das ist es nicht. Aber Emily lächelt immer und sagt, dass jede kleine Geste der Freundlichkeit einen großen Unterschied macht. Das ist eine sehr gute Lektion. Ich glaube, dass kleine Taten die Welt verändern können. Das habe ich von Emily gelernt. Sie inspiriert mich auch, fleißig zu lernen. Sie sagt mir immer, dass Bildung der Schlüssel zu einer besseren Zukunft ist. Da stimme ich zu. Bildung ist sehr wichtig. Mein Vater lehrt mich auch, dass das Lernen nie aufhört. Ja, unsere Vorbilder bringen uns viele gute Dinge bei. Sie zeigen uns, wie wir bessere Menschen sein können. Alice, was ist eine Eigenschaft, die du an deiner Schwester am meisten bewunderst? Ich bewundere Emilys Freundlichkeit. Sie ist immer bereit, anderen zu helfen. Selbst nach einem langen Arbeitstag findet sie Zeit, um unsere Großmutter anzurufen oder einem Nachbarn zu helfen. Das ist sehr nett von ihr. Ich bewundere die Geduld meines Vaters. Er hört immer zu und wird nie wütend. Er nimmt sich die Zeit, um die Dinge langsam zu erklären. Geduld ist sehr wichtig, besonders beim Unterrichten und in der Pflege. Ja, das ist es. Ich bewundere auch die harte Arbeit meines Vaters.
Er bereitet seine Unterrichtsstunden sorgfältig vor und versucht immer, das Lernen interessant zu gestalten. Das ist großartig. Ich denke, harte Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Emily arbeitet lange Stunden, aber sie sagt immer, dass ihre Arbeit lohnend ist, weil sie Menschen hilft. Ich fühle mich auch von deiner Schwester inspiriert. Es ist schön, Vorbilder zu haben, die uns den richtigen Weg zeigen. Ja, ein Vorbild zu haben motiviert mich, ein besserer Mensch zu sein. Ich denke oft, was würde Emily tun, wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe? Ich mache das Gleiche mit meinem Vater. Ich frage mich, was würde mein Vater sagen? Und das hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist sehr wahr. Vorbilder leiten uns und geben uns Kraft. Ich erzähle manchmal meinen Freunden von meinem Vater und den Dingen, die er tut. Auch sie bewundern ihn. Ich erzähle meinen Freunden von Emily. Ich zeige ihnen ihre Bilder und erzähle ihnen ihre Geschichten. Das macht mich stolz. Es ist schön, unsere Vorbilder mit anderen zu teilen. So helfen wir mehr Menschen, von Freundlichkeit und harter Arbeit zu lernen. Ja, und es erinnert uns daran, ihrem Beispiel zu folgen. Ich hoffe, dass ich eines Tages so freundlich und mutig sein kann wie Emily. Ich hoffe, so geduldig und fleißig zu sein wie mein Vater. Ich denke, wir haben beide Glück, so gute Vorbilder zu haben. Ich stimme zu. Vorbilder sind wie Lichter, die uns den Weg zeigen. Sie inspirieren uns, groß zu träumen und hart zu arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Ben, denkst du, dass du in Zukunft den Weg deines Vaters gehen wirst? Vielleicht. Ich denke manchmal darüber nach, Lehrer wie mein Vater zu werden. Ich möchte Kindern helfen, zu lernen und zu wachsen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich weiß, dass du ein großartiger Lehrer sein wirst, wenn du diesen Weg wählst. Danke, Alice. Und was ist mit dir? Möchtest du in Emilys Fußstapfen treten? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich liebe Naturwissenschaften und Mathe, also werde ich vielleicht Medizin studieren. Ich möchte Menschen helfen, so wie Emily. Das klingt sehr gut. Egal, ob du Ärztin oder etwas anderes wirst, ich weiß, dass du hart arbeiten wirst. Das hoffe ich. Ich werde immer daran denken, was Emily mir beigebracht hat, freundlich zu sein und anderen zu helfen. Und ich werde mich an die Lektionen meines Vaters über Geduld und harte Arbeit erinnern. Wir lernen beide gute Werte von unseren Vorbildern. Ja, und wir können diese Werte mit unseren Freunden und unserer Familie teilen. Alice, denkst du, dass Vorbilder unser Leben verändern können? Ja, ich glaube, Vorbilder können unser Leben verändern. Sie zeigen uns, was möglich ist und inspirieren uns, besser zu werden. Da fühle ich ähnlich. Mein Vater hat mir beigebracht, dass ich mit harter Arbeit und Freundlichkeit meine Träume erreichen kann. Ich stimme zu. Emily zeigt mir, dass wir, egal wie schwer das Leben ist, einen Unterschied machen können. Vorbilder geben uns Hoffnung und einen klaren Weg, den wir folgen können. Ich bin sehr dankbar für meine Schwester und deinen Vater. Sie sind wahre Helden in unserem Leben. Ja, das sind sie. Ich sage meinem Vater oft, wie sehr ich ihn bewundere, und er sagt immer, gib dein Bestes und sei freundlich. Das ist eine schöne Botschaft. Ich werde Emily das Gleiche sagen. Ich sage ihr immer, danke, dass du mein Vorbild bist. Es ist wichtig, unseren Vorbildern zu sagen, wie viel sie uns bedeuten. Denn wie können wir Vorbilder für andere sein? Ich denke, wir können Vorbilder sein, indem wir Freundlichkeit zeigen, hart arbeiten und anderen helfen.
Wir können die Werte leben, die uns unsere Vorbilder beigebracht haben. Ja, und wir können unsere Geschichten mit unseren Freunden teilen. Wenn wir freundlich handeln, inspirieren wir andere. Ich versuche meinen Mitschülern zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, ein Vorbild zu sein. Das mache ich auch. Ich engagiere mich am Wochenende in einem lokalen Gemeindezentrum. Ich helfe kleinen Kindern, etwas beizubringen. Das ist wunderbar. Jede kleine Handlung zählt. Ja, und wenn wir anderen helfen, machen wir unsere Gemeinschaft besser. Ich glaube, dass sogar ein Lächeln oder ein nettes Wort den Tag eines Menschen verändern kann. Ich stimme zu. Kleine Taten der Freundlichkeit sind sehr kraftvoll. Ich bin froh, dass wir über Vorbilder gesprochen haben. Es lässt mich über meine Zukunft und meine Werte nachdenken. Mir geht es genauso. Ich fühle mich inspiriert, härter zu arbeiten und ein besserer Mensch zu sein. Alice, kannst du mir eine Geschichte über Emily erzählen, die dich inspiriert? Klar, letztes Jahr arbeitete Emily eine lange Schicht im Krankenhaus. Nach der Arbeit besuchte sie einen kranken Nachbarn. Sie brachte etwas Essen mit und verbrachte Zeit mit ihm. Das hat mich sehr stolz auf sie gemacht. Das ist eine sehr nette Geschichte. Sie zeigt, wie Emily anderen immer zuerst denkt. Ja, und es erinnert mich daran, dass wir auch dann helfen können, wenn wir müde sind. Ich habe eine Geschichte über meinen Vater. Eines Tages half er einem Schüler, der Schwierigkeiten in Mathe hatte. Er verbrachte zusätzliche Zeit nach dem Unterricht, um die Lektionen zu erklären. Der Schüler hat später die Prüfung bestanden und meinem Vater gedankt. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Das ist eine wunderbare Geschichte. Die Geduld und Freundlichkeit deines Vaters haben einen echten Unterschied gemacht. Ich glaube, dass jede kleine Handlung zählt. Unsere Vorbilder zeigen uns den Weg. Ich fühle mich sehr glücklich, Emily und deinen Vater als meine Vorbilder zu haben. Ja, wir sind beide sehr glücklich. Ich hoffe, viele Menschen können gute Vorbilder in ihrem Leben finden. Ich stimme zu. Vorbilder helfen uns zu lernen und zu wachsen. Sie inspirieren uns, groß zu träumen und hart zu arbeiten. Ich werde immer versuchen, dem Beispiel meines Vaters gerecht zu werden. Ich möchte ein freundlicher und geduldiger Mensch sein. Und ich werde mein Bestes tun, um Emilys Weg zu folgen. Ich möchte mutig und fürsorglich wie sie sein. Gemeinsam können wir hart arbeiten und andere inspirieren. Ja, lass uns versprechen, immer freundlich zu sein und anderen zu helfen, genau wie unsere Vorbilder. Ich verspreche, das zu tun, Alice. Danke, dass du heute deine Gedanken über Vorbilder mit mir geteilt hast. Danke, Ben. Ich habe unser Gespräch genossen. Es fühlt sich gut an zu wissen, dass wir beide inspirierende Vorbilder in unserem Leben haben. Ich stimme zu. Lass uns weiterhin von unseren Vorbildern lernen und ihre Werte mit anderen teilen. Ja, ich werde meinen Freunden von Emily und all den guten Dingen erzählen, die sie tut. Und ich werde die Geschichten meines Vaters mit meinen Klassenkameraden teilen. Das ist eine großartige Idee. Wenn wir die Geschichten unserer Vorbilder teilen, inspirieren wir noch mehr Menschen. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es erinnert mich an die Wichtigkeit von Freundlichkeit und harter Arbeit. Ich fühle das Gleiche. Ich bin froh, dass wir über unsere Vorbilder sprechen und voneinander lernen können. Ben, hast du Fragen zu meiner Schwester oder meinem Vorbild? Ja, das habe ich. Wie hat Emily entschieden, Krankenschwester zu werden? Das ist eine gute Frage. Als Emily in der Highschool war,
hat sie in einem örtlichen Krankenhaus freiwillig gearbeitet. Sie sah, wie Krankenschwestern Menschen helfen und fühlte, dass sie einen Unterschied machen wollte. Also lernte sie fleißig und ging zur Krankenpflegeschule. Das ist sehr inspirierend. Ich bewundere Ihre Entscheidung sehr. Danke. Und wie ist es mit deinem Vater? Wie wurde er Lehrer? Mein Vater hat schon immer das Lernen geliebt. Als er jung war, hatte er einen großartigen Lehrer, der ihn inspiriert hat. Er beschloss, Lehrer zu werden, damit er anderen Kindern helfen kann, zu lernen und zu wachsen, genau wie er es getan hat. Das ist eine schöne Geschichte. Sie zeigt, wie ein guter Lehrer viele inspirieren kann. Ja, und ich hoffe, dass ich eines Tages ein Lehrer wie er sein kann. Ich möchte meiner Gemeinschaft etwas zurückgeben. Ich glaube, du wirst ein großartiger Lehrer sein. Du hast ein freundliches Herz und einen geduldigen Geist. Danke, Alice. Ich hoffe, meinen Vater stolz zu machen. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Wir haben beide große Träume und unsere Vorbilder helfen uns zu glauben, dass wir sie erreichen können. Ich fühle mich nach unserem Gespräch sehr motiviert. Ich möchte hart lernen und an meinen Zielen arbeiten. Ich auch, Ben. Ich werde in der Schule hart arbeiten und jeden Tag versuchen, ein guter Mensch zu sein. Lass uns einander an unsere Ziele und unsere Vorbilder erinnern. Ja, ich werde dir eine Nachricht schicken, wenn ich etwas Nettes tue, und du kannst das Gleiche tun. Das ist eine großartige Idee. Wir können unsere kleinen Taten der Freundlichkeit teilen und uns gegenseitig inspirieren. Ich freue mich darauf. Ben, denkst du, dass du deinem Vater von unserem Gespräch heute erzählen wirst? Ja, das werde ich. Ich sage meinem Vater immer, wenn ich etwas Neues lerne. Ich weiß, dass er sich freuen wird zu hören, dass wir über Vorbilder gesprochen haben. Ich werde Emily auch von unserer Diskussion erzählen. Ich weiß, dass sie stolz auf mich sein wird, weil ich an sie als mein Vorbild denke. Das ist wunderbar. Es ist gut, unsere Gedanken mit unseren Vorbildern zu teilen. Ich stimme zu. Wenn wir es ihnen sagen, wird unser Band stärker. Ich bin sehr dankbar für meinen Vater und für unser Gespräch heute. Es erinnert mich an all die guten Dinge in meinem Leben. Ich fühle das Gleiche. Ich bin dankbar für Emily und für Freunde wie dich, die mich inspirieren. Danke, dass du dein Vorbild mit mir geteilt hast. Ich habe viel über Freundlichkeit und Mut von deiner Schwester gelernt. Danke dir auch, Ben. Ich habe von deinem Vater über Geduld und harte Arbeit gelernt. Ich werde immer daran denken, dass jede kleine Handlung zählt. Ja, jede kleine Handlung kann den Tag eines Menschen verändern. Lass uns versprechen, weiterhin freundlich zu sein und hart zu arbeiten. Ich verspreche, das zu tun, Ben. Ich werde immer versuchen, ein besserer Mensch zu sein, genau wie Emily. Und ich werde versuchen, geduldiger und fleißiger zu sein, genau wie mein Vater. Gemeinsam können wir uns gegenseitig und unsere Freunde inspirieren. Ja, lass uns weiterhin unsere Geschichten und unsere Träume teilen. Ich freue mich darauf, mehr über deinen Vater und seine Arbeit zu hören. Und ich freue mich darauf, mehr über Emily und ihre Abenteuer als Krankenschwester zu erfahren. Es ist wunderbar, Vorbilder zu haben, die uns den Weg zeigen. Ich stimme zu. Sie machen unser Leben heller und geben uns Hoffnung für die Zukunft. Danke nochmal, Alice, für dieses schöne Gespräch. Es fühlt sich gut an, über unsere Vorbilder zu sprechen. Danke, Ben. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Es ist immer schön, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr solche Gespräche führen. Ja, das würde ich lieben.
Lass uns wieder treffen und über weitere inspirierende Menschen in unserem Leben sprechen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin lass uns beide hart arbeiten und freundlich sein. Ich stimme zu. Ich werde dir später eine Nachricht senden, um dir von meinem Tag und meinen kleinen freundlichen Taten zu erzählen. Das klingt großartig. Ich werde das Gleiche tun. Danke, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Danke, Ben. Auch dir einen tollen Tag. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Alice. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.